Falls ich dort alle Menschen nach Weihnachten? Wel, wanneer ik hoop dat wordt mensen voor het opvangen. Stoot op, waar we gaan lopen en prijzen. Banning Abe Penner kan hier med han. Zijn op voor lied wat alweer han half onvang. En wat goed met vrienden, je schwester het gaat loven en prijzen en aanbidden. En mijn verlangen die weer aspect of je worden kan joyful zijn. Met vrede ons hart, je onpel met God op je am loven en prijzen. Papa komt merken, van de klok 5 geen avond dat we alle eingeladen tot Weihnachtsavond. We hebben een gouden tijd aan. Dat je mensen vanaf moet zeggen, ik wens je het vermiddag al avond. Dus we zullen vrij aantal de touw. We hebben alle met die mouten vrij komen. Er waren goede dingen zijn, we hebben met honger komen en met mout. Zodat we dan te doen gaan. En we hebben komen. En onderdenk eerst den
24. Waar we hier niet service gaan, dat was dat je weet dat ja, we hier niet voor een service gaan, den 24. Mars. Ik heb even nog beten over weer gaan. Laten we voor de hemel bedanken die voor deze wondervolle Gute Morgen. Of we durven gaan, dank die Jezus Herr dat du geboren wordt op deze aarde. Die mögt zijn Weg op voor ons als Menschen hier op deze aarde. Herr, ik dank dir dat din vrede op deze wereld komt. En we durven in deze vrede leven, Herr. Ik bid Jezus dat deze vrede mag herrschen hier van onze maat. Dat we bekommen met een open vrede hart. Die loven en die prijzen van des Mars. En du bist het weet, Herr. Herr, ik bid voor het afval wat gehoven wordt, moest je dat zegenen. En jeder andere weer wat geven. Zegenen dürfen voor wat hij geven wordt. Dit bid we in die naam, Herr Jezus. Amen.
En la oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos veniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie como para revelar tu reino y alcanzar al pecador. A la cruz no te negaste para darnos salvación. Aun en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie Al tercer amanecer, todo el cielo resonó, pues la muerte para siempre el Cordero conquistó. Y la tumba se abrió y vacía, y ahora está todas las generaciones esperanza encontrarán. Y la iglesia comenzó, por su espíritu nació, buenas nuevas por los siglos para toda la creación. Por su sangre, por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie como tú. Rey de reyes, nadie como tú. Johannes 3, Vers 10 sagt es, wenn's Gott die Welt so leuven deut, dürfen wir sie nur einzigen sehen. Dat können er verloren gehen. Wel viele Menschen leben von dem, was man nicht bei der falschen wird sein. Und wenn's wie Gott so soll leuven deuten, können wir dürfen sie ihn sehen. Gott darf sich in Plan nicht. Die Menschen verraten, wen es sind, getrennt hat die Menschen von Gott. Und der einzige war ich wird. Oder sie sehen Schatten deuten. Ein dieser wird fertig sterben. Heute mal wie doch. Ein dieser wird, dass Gott das ewig hat für uns zu sterben. Warum, wenn es in diese Schlag sind? Nicht, wenn es die Menschen die andere Zeit zu Schlag werden, wenn es in diese Schlag wird.
En niks wat die God buiten kan. Wat ons raden wordt. Mensen hadden zo lang de hoop niet geleerd. Ze hadden al 500 jaar hebben ze niet van God gehoord. En die van der in dem Moment best, wo die ursprünglich von Gott hören und die hörst nicht Wort. Heißt du, er wird noch kommen. Er ist mit uns, er ist mit dir. Jesus, danke schön für deine Leute, für deine Genug. Du bist wundervoll. Die kommst in all deine Herrlichkeit. Leute dort alle hin. Und kommst und tragst die Fleisch und Blut an, zum Mitfüllen, was uns das Jahr auf das Erde. Dankeschön, Jesus, für was du getan hast für uns. Wir leben die. Und ich freue dich, unsere Worten was voll mit der wirklichen Freiheit, was Weihnachten soll bedienen. Dankeschön, Jesus, für wer du bist. King adorned in splendor, robed in glory, but a baby in a manger born to save. Not a warrior who fights his way to power, but a friend who faced the cross to set us free. You are with us. You are with us in every moment. You are with us. You are Jesus. You are Jesus in every moment.
Halleluja, wat van God het versprechen, dat we haben, dat Jezus is met ons immer, amen. Hij van ons versprechen, hij wordt bij ons aanbaten, bij het eind van de wereld. Wie kan je doel zijn? Denk aan, dit is de tijd, wo über die ganze Welt und auch als Christen ist ein von der längsten Zeit, wo gezelebriert wird. Den ganzen Monat wird sozusagen regelmäßig wird gezelebriert, dass Jesus gekommen ist. Wo wir denken an Weihnachten, den ganzen Monat und denken, dann haben wir ein halbes Tag nicht oder so wieder. Wir haben einmal vier nach Psalm, Sonntag nicht oder wie dann Ostern, dann haben wir ein paar Tage. Pfingsten, da war einmal, ein oder zwei Jahre über Weihnachten, dann den ganzen Monat, dann haben wir bis Party, nicht? Dann haben wir gutes Eten, wir kommen tot mit Freunden und Familie, mit der Kirche kommen wir tot und wir lassen uns das gut gehen. Und das ist eine von den Zeiten, wo vielmal, wie wir missen dann. Das ist eine Zeit, wo wir einmal, das ist so viel Celebration, aber das ist eine Zeit, wo wir müssen einmal vielleicht einen Freund oder wem in der Familie, und dann ist das einmal für jemanden ist das eine Zeit vielleicht einsam, weil es auch eine Zeit ist von Celebration. Aber ich würde gleich zu sagen, dass wir sollen einmal nicht vergessen, der beste Nachricht, der erst kam an Weihnachten, und so der Nachricht, der wir einmal das höchste haben, dass Jesus kam, uns verraten. Wegen dort ist der Hauptpunkt. Und dort wir irgendwie zelebrieren dann, wegen es kein Menschen verraten von Sinn. Dort wird uns versprechen dort, und dort wird eine Erfüllung gekommen ist. Was Gott sagt, kommt eine Erfüllung. Und so dort ist ein gutes Ding, dort wo wir irgendwie froh sein an Weihnachten und alle Tag, weil wir froh sein und weil wir dort zelebrieren, dass Jesus gekommen ist, uns zu verraten. Wir haben von der Geschichte lesen, wo Jesus auf der Welt kam, in Matthäus Kapitel 1 und von Vers 18, da sagt es so ist das. Jesus Christus, seine Geburt, passiert so ist das. Als seine Mutter Maria, den Josef anvertraut wird, warten sie an, euer eine Haus holt, dort sie all vom Heiligen Geist schwanger wird. Das ist ein different Denken, nicht so, dass denken, die frühen Haus holt, dass all pregnant ist. Und especially wenn er nicht wie man Artopje war, nicht so, und den war ich. Und sagte, Josef, ihr Mann, wird fromm und will nicht zu Schon bringen, so plant er sich am Stellen von los zu sein. Aber als er dort geplant hat, dann kam den Herrn sein Engel nahe im Traum und sagt, Josef, du darfst ihn sehen. Schau dich nicht dafür, die Frau Maria nicht die zu nehmen, willst dort, was sie an sich trägt, als vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen, willst sie wird die Volk von ihren Sinnen raten. So war er sagt, dass Jesus wird die Menschen von ihren Sinnen raten. Dort ist all du wegen so rangekommen, dort es so ward, als der Herr durch den Prophet Jesaja gesagt hat, der du seht, kick einmal, eine Mial wird schwanger sein und wird einen Sohn zur Welt bringen, dem wollen sie Immanuel nennen, dort meint Gott mit uns. Und ich habe meine Botschaft nennen, Radunjk Es Hia. Der Radunjk Es Hia, wegen Jesus kam und er starb für uns. Er kam geboren, er lebt für 33 Jahre und er starb für uns und dann fuhr er in den Himmel und er schickt sie in Jesus. Und dort zu wehen, dort ist alle vorig, am Tritt seht ihr, dort ist vorig nicht halt, dort alle getan, was du viel nicht halt, mein Leben verbracht und nicht keine Menschen, war eine Verbindung kann mit mir. Und Weihnachten wird ein von den Tiden, das an die, was ich sagen, wo Gott reiten merken, er hat ein Jahr oder so, wo er besonders reiten merken, dass Jesus wird geboren war. So dann kam er durch seine Engel, kam er dann und er sagte zu mir den Menschen, der Rader, der wird nicht kommen. Er sagt erstlich, dass Johannes, der wird kommen, der wird den Weich reiten merken, und der Engel kam nach Josef nicht, und Gott sagte ihm, hey, verlor nicht Maria,
En Zacharia kwam de engel, ik breng die gouden Noorrecht, wens de profeet wordt komen. En zodat we veel voor God afhangen te reden, te de Weihnachtstijd. En zo hij zegt, die wordt komen, die wordt die raden van die zin. En we weten, wo wir in Sinn kommen, dass wir durch Menschen sind neugierig und dass wir wegen den Menschen sich versinnen. Und ich weiß, das ist dann einmal Geschmack, was so zum Verbilden wird, und dann fallen die Menschen, und das wird passieren, und dass wir wegen der Trennung kommen, so Gott sagt, ich war raden von der Sinn. In Jesaja 7, Vers 14, du sagst, als das geprophezeit, dass Jesus, der wird kommen, sagt, na der Herr, den ich dein, wird ich sich selbst einen Teken geben. Kijk einmal, eine junge Frau wird schwanger und wird ein Jungke haben, und sie wollen den Immanuel nennen. Und alles, was er redet von ein Radar, wird kommen, und er redet von Immanuel, Gott mit uns. Das ist ein von der gute Nachricht von Weihnachten. Und wegen von hier wieder, nu wird Gott mit allen Menschen sein. Dann wird er mit dem Volk Israel, und sie verbessern sich, sie kommen auf von Gott und so weiter. Aber nu, dass Jesus wird kommen, der würde Menschen raten und sagen, nu wird nicht bloß das Volk Israel, wird kann mit Gott sein, aber nu wird das ganze Volk, das hat nicht die Freiheit, hat den Tod, dass sie kann mit Gott sein und kann Gemeinschaft haben mit ihrem Gott und ihren Raten. Halleluja. Das ist eine gute Botschaft, das ist eine gute Nachricht, was wir haben. Und das, wo wir uns immer weiter uns erfreuen. Und mein Desire ist, dass wir würden uns wirklich alle Tage freuen, dass wir gerat sind, dass wir haben Jesus angenommen, dass wir essen raten. Vielmal dann, wo wir gegeben in alle die Dinge, wo wir band sind, und wir verjeten so viel, dass uns Raten gekommen ist, uns von den Dingen loszuraten. Aber das ist wichtig, dass wir an denken, heute ist da, was kommt, uns zu raten. Und Lukas 2, Vers 11, da sagt es auch, geht es das nach, in David in der Stadt, der Heiland, was wir würden kennen, sein Rader, geboren der Herr Christus. Er will, dass der Engel dem Jungen das bekannt, dass du als der Rader ist gekommen, und je kann nicht Frau sein. Und wir wollten, dass die Engel, die kommen und sie singen, zu der Hort, dass der Rader, der wird geboren. Und dass Gott soll geehrt werden dadurch. Und Gott wird geehrt, von der in Havel für tausende Jahren hat Gott all Ehe gekriegt, wegen der Rader ist gekommen. Und dazu werden wir diese Zeit zelebrieren dann. Er kam uns zu raten von unserem Sinn. Und wenn wir denken dann, was hat Sinn mit sich gebracht? Er sagt hier, er kam uns raten von dem Sinn. Aber und denken, was tut er, wenn er den Menschen raten von ihrem Sinn? Wenn er den Raten von ihrem Sinn, dann hält er ihr Hort, und er hält auch viel ihre Krankheiten, ihre Verbrechungen. Das, was er kam und er hält. Jesus hat beweist, dass immer war. Wenn er kam, uns zu raten, dann weiß er dort, der Tekens im Wunder, dass er wir der Rader. Er hält den Menschen, wegen er wir der Rader. Wegen Krankheiten und viele Verbrechen, das kam durch den Sinn. Oder alle Verbrechen, das erst gekommen durch den Sinn. Und so, das wo wir er kam uns zu raten. In Römer 4, Vers 8 sagt es das, aber Gott weiß an seiner Leib daran, dass Christus für uns starb, als wir nach Sünder wir. Jesus hat starb, als wir nach Sünder wir. Und er beweist sich seine Leib. So als Alvino al sieht, dass wir fängen Johannes 3, Vers 18, Gott lebt die Welt, so sei er. Und das wir wegen Jesus schicken, der uns zu raten. In Römer 10, Vers 9, du sagst, dass wenn du mit dem Mühl Jesus bekannt aus dem Herrn und glaubst, dass er von den Tod abgeweicht hast, dann wirst du selig, sagt er. Und wenn du von Horten glaubst, dann wirst du gerat und mit dem Mühl bekannt, dann wirst du selig. Mir ist das interessant, weil der Plotteacher das hier rüberbringt, er sagt, der wird, wenn wir bekannt sind, er sagt, wer du glaubst, der wird gerat, und wenn wir bekannt, dann werden wir selig. Ein anderer Übersetzung sagt, dann warst du gerat. Aber selig und geratet jetzt sehr taub, so sie haben das einmal, dass wir das klar rüberbringen, dann da wir andere wiederbringen, dass wir das verstehen können. Aber selig hier so als geratet, als
dass wir waren von unseren Sinnen geraten und er will uns wieder bringen, nach das Verhältnis mit Gott und er will unsere Gebrechen hätten, der will er heilen an unser Weg. Du wirst in alten Paar sagt, die Schrift sagt, wer immer an mich glaubt, wird nicht zu schonen werden. Sie, wenn wir an Gott glauben dann, und dass er uns Rader ist, dann wollen wir nochmal nicht zu schonen werden. Wir brauchen nicht grülen für das Eng von der Welt, aber wir können uns lieber freuen für das Eng, wegen er wird uns reich rechten, er wird sagen, du hast geglaubt, und so du bist gerat. Dann wird er sagen, komm dann, die Gott deiner, komm und sie mit mir in alle Ewigkeit, wird er dann sagen. Dort ist ein gutes Ding an zu denken, dass der Tag, der Kampf, wo er uns wird rechten. Vielmal dann haben wir Angst für das Gerecht, aber wir als Kinder Gottes, wir brauchen nicht Angst haben für das Gerecht, wenn er sagt, ich war jünd. Er wird uns nennen kriegen, er wird uns reich rechnen, dort wird sein Wort sein, nicht nur dort wird unsere Worte einmal getan haben. Dort wird wir irgendwie auch froh sein und können celebraten, wegen das ist nicht, was wir getan haben, das ist, was er getan hat für uns. Und dort wird wir irgendwie froh sein und arm. Und wir können Gott loben und wir können am freuen. Jesus ein Tag, als er mit seinen Jüngern taub und so weiter. Und wir wollten, dass den einen Tag dann kommen sie und bringen eine Freundin an und sie ist eine Hurerin und sagen sie, wir haben die Grutz gefangen in Hurerie. Und heute aber, er sagt, go und sinnig nicht mehr, sagt er. Als der ich alle verloren haben, Jesus sagt, nach nervenhaften Sinn getan, der soll erst den Stein schmieden, nicht? Und wir wollten dort und so, als dort alles passiert, die Menschen, die gehen weg, keiner der will verklären, nicht, wenn es alle weiten haben alle auch Arbeit getan. Und so, Jesus, er sagt, gut und sinnig nicht mehr, seine Sinnen verjährt. Sie haben noch nicht gefragt, weil Jesus sieht auch, die Sinnen sind verjährt. Die Sinnen sind verjährt. Jesus ein Tag, dann, also, das ist immer wir, nicht, in all seinen 3 Jahren haben wir mit seinen Jüngern taub. Und so, und als er mit seinen Jüngern taub ist und er predigt und er hält die Menschen, und Lukas Kapitel 5, da fängt wieder die Geschichte, dass du hast auf einmal eine Gruppe, das sind 4 Personen, sie bringen diesen Kranken nach Jesus. Nicht? Wir fängen diese Geschichte an Markus Kapitel 2. Sie bringen diesen Kranken nach Jesus, und als sie wollen nach Jesus kommen, sie können nicht nach Jesus kommen. So, was sie dann tun, ist, sie kriechen mit dem Daten ab, nicht? Und sie sagen, sie tun die Tegeln durch, dass sie den Kranken nachlassen. Und als er den Kranken nachlassen, und Jesus ihren Glauben sieht, dann sagt er, deine Sünden sind die verjährt. Sie kommen, dass er wird physisch geheilt worden, aber Jesus sagt, deine Sünden sind die verjährt. Und als die Menschen dann anfangen zu denken, hey, wer hat das für Autorität? Nicht? Jesus sagt, ich habe Autorität, die Sünden ab dieser Ehe zu vergeben. Aber als er dann wieder, und er wird dann schlechte Gedanken, dann sagt er zu den Kranken, steh ab, nimm den Bad und geh nach Hause. Und das Kranke, was er nimmt den Bad und geht zu der Rüt, und er steht zum Dach, nicht so? Er kommt zum Dach an, aber zu der Rüt. Und er lobt Gott, sagt er ehrt Gott, dass was hat er gekriegt? Er hat Radunjk gekriegt, hat seine Sünden werden vergeben und sein Körper, der wird geheilt worden. Er kriegt da, dort ist, wer Jesus ist, er ist da, was uns raten wird von unseren Dingen. Wenn wir denken, dass unsere Sünden vergeben sind, dann ist das auch, dass er will, das immer war, dass er uns heilen will. Jesus, er ging rum und er sagt das. Ein Tag, dann geht er und er fängt durch so Menschen, die sind mit Lepra, krank und so weiter. Und er sagt auch zu ihnen, dass sie sind geheilt. Und ein Tag, dann will er gehen, du hast das Jahrus seine Tochter, der ist krank, so, sie kommen Jesus und sie sagen, Herr Jesus, komm doch mit uns, die Tochter ist krank und komm und da erheilen. Und als sie am Weg sind, dann kommt es so früh, der wird all 12 Jahre Trouble gehabt haben mit ihr Blut und hat alles verdacht, sie weiß nicht mehr, was sie wieder soll, aber sie sagt, ich kann auch ein Ding, was ich tun. Dort ist auch, wo Jesus hängt dran, ich will sein, dass ich am kann anrühren. Und als ihr wisst,
dat kan ihr Leben kosten. Jesus hing heran an den Zustand, was sie wird, in den anderen, dat kan ihr Leben kosten, aber sie sagt, ich will dit proben, ich glaube, dass wenn ich Jesus anschieren, dann will ich gerat worden. Und als sie Jesus anschieren, und was sie gesund, sie sagt, dass sie folgt an ihren Körper, dass sie gesund wird. Und Jesus kijkt und dreht sich um und sagt, wer schiert mich an? Und die Jünger sagen, was hast du für Gedanken, wer schiert dich an? Die Menschen, das drängt dich hier, das hier eng, dat alle Menschen, die schieren sich einen an und was glaubst du, wir haben mich angeschiert? Was glaubst du, nach so einer Frau? Sie die Jünger glauben immer, sie wären Klicker aus Jesus, nicht so, oder vielmal wenigstens. Dann dachten sie uns dort. Das ist wie eins mal gleich, wir sind Klicker als der Nächste, der ist es dort. Und nun sagt Jesus, ich fall dort, da ging eine Kraft aus mir riet. Und das sagt, dass der Friede, die sattert vor Angst, wo sie sagt, ich habe die angeschiert. Ich habe die angeschiert. Und Jesus vertraut mit ihr, und sie wird gesund und Gott wird gelobt. Und sie sind auf dem Weg durch eine Jahrus, seine Tochter zu holen. Dann kommen die Menschen alle entgegen und sagen, ihr braucht auch gleich mal kommen. Nicht als die Tochter all gestorben. Sagt Jesus, no, das ist gleich so. Der schlaflos. Jesus hat manchmal seinen Gedanken nicht so, dass die bloß schlupen, wenn die gar nicht den Odem haben. Aber sie gehen daheim, Jesus ging und wirkt auch vom Tod ab. Das was Jesus tut. Er kommt und er rat den Menschen nicht ihre Probleme redet. Das ist nicht, dass wir nicht durch Situationen gehen, wo das nicht einmal leicht ist, wo wir an Schwierigkeiten sind, aber du hast immer nach einer Radung ist, wo zu sein, was dort Jesus uns raten wird. Und so dazu, wir sollen immer nur gucken, dass Jesus erst danach uns raten und er hält uns von all seinen Dingen. Er ist der, was du willst, gelobt worden, wenn er ist der, was du sagst, gut und sinnig nicht mehr. Und wenn wir denken an gut und sinnig nicht mehr, was meint er dann? Er denkt an das, dass wir sollen in Helligkeit und in reinen Leben führen. Das ist ein Ding, was ein General an unsere Welt und so zu sein, in unsere Umgebungen, das Mexiko, wo immer Estados Unidos und so weiter, viele könnten sagen, well, solange du Jesus bekannt, dann wirst du geraten, gut und lebst es die Welt, nicht so? Aber das ist nicht, was Jesus sein wird. Jesus hat gesagt, dass wir sollen ein gutes Leben führen, ein Leben, was du den Nächsten zum Segen hast, so als heute zum Segen. Und Titus Kapitel 2, und von Vers 11 sagt es, willst Gott seine selig merkende Genut, als für alle Menschen für ein Tag gekommen. Der lehrt uns auch, die Gottlose in der weltlichen Leidenschaften oft zu sein. Sie das ist auch ein Ding, was Gott verlangt hat. Die, was du wollen gerat sein, die, was du wollen geheiligt sein, die, was du wollen geholt werden. Er will haben, dass die sollen die Leidenschaften oft sein, uns zu beherrschen und abprächtig und gottesfürchtig in dieser Welt zu leben. So er sagt hier, wir sollen unsere Leidenschaften, unsere Desires von was uns Fleisch will, das soll wie oft sein. Wenn dann, wo wir können uns beherrschen. Er sagt, die was wir können. Er gibt uns Fähigkeiten, dass wir uns beherrschen können. Und er gibt, dass wir können aufrichtig leben und dass wir sollen anfürchten. Und das meint nicht, dass wir am Angst haben, aber wir fürchten einen Gott, der der treu ist und am dein. Und dort ist, wo wir sollen leben. Und was dort wollen tun, das sagt er, der will ein Leben geben. Er will mir ein Leben geben. Und er will haben, diese Dinge, die wird er wollen, was ich die wollen tun. Dass wir wollen gleichen die Leidenschaften oft zu leihen, was uns tröbeln an unser Leben. Viele weit wir auch, was die sagen, nicht so. Einmal werden wir nicht bei uns so sagen, tauschen. Einmal glaube ich, bis diese Leidenschaften, das ist alles Sinn, aber das bringt vielleicht uns zum Tröbel, nicht so. Ich glaube nicht, dass alle Leidenschaften immer für Sinn sind, aber das sind einzig, was das sind. Aber er sagt, die gottlose, weltliche Leidenschaften, das soll wie oft ein. Die gottlose und die weltliche Leidenschaften. Und wo wir denken, und wie nacheinander wird die Zeit, wo wir das meiste eten, dann nicht so, dann so, wo wir einmal das Dollste aufhängen zu waschen. Jesus geboren, er fängt an zu waschen aus dem Mensch, sagt er, und er war groß.
Aber wie dann einmal erst dort nach einem anderen war, nicht, wo wir wussten. Und einmal, ich weiß nicht, ob ihr mal über gedacht habt, aber das erst fährt nur die Weihnachtszeit, wo viele Menschen aufhängen, wo mehr Menschen sterben als gewöhnlich. Aber können aber eben sagen, dass die Weihnachtszeit so gegeben und dass ihr Körper dort nicht verdrehen wird und die fangen an zu sterben. So, ich glaube wirklich, dass wir abpassen, da, wenn uns das nach scheint mal, wo wir bis mit Mut da, nicht eine rechte Mut, nicht eine übergroße Mut, aber eine rechte Mut, und Gott verherrlichen an den Weg. Das ist vielleicht ein gutes Commercial, von der so ist, nicht so, dass wir nicht wollen zu sagen, ich weiß nicht ganz nah, aber wir wollen uns das Schein gehen lassen. Wie kann uns das Schein gehen lassen, wenn wir uns nicht übereten, dann nicht, wenn es dann Fall wir uns krank waren. Ich habe das zu sagen, ich gehe nicht, dann fangen wir an krank zu gehen. Und dann sagen wir, mir das der Bock bei. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir zu aller Zeit gucken, wo hat Leidenschaften, was mir tröbeln dann in meinem Leben, dass ich ein gesundes Leben haben und was Gott wohlgefällig ist und am ihren das. Sag, während wir eine derselbe Hoffnung lernen, dass uns großer Gott und Heiland Jesus Christus in Herrlichkeit kommen wird. Das ist eine Zeit, wo wir wollen gutes Leben haben, wo wir wollen ein heiliges Leben führen, wenn wir lernen die Zeit, dass Jesus wird kommen und wir wollen mit am Taub in der Herrlichkeit leben. Dort ist ein gutes Zeichen, dass wir können zelebrieren, wenn wir lernen, eine Hoffnung, dass wir können mit am Taub sein. Das ist, dass er kam, uns zu raten, wenn es uns Verhältnis wird, zwei gebrechen mit dem Vater. Aber Jesus kam, er rat uns, dass dort war kein Trägergestalt war, dass wir ein Verhältnis haben mit dem Vater. Dass wir keine Gemeinschaft haben, dass wir keine Stimme Gottes hören. Israel hat lange nicht Gott gehört, aber nun fangen sie an, Gott zu hören, zu der Weihnachtszeit. Und Jesus sagt, ich will ihnen den Tröster sein, ich will ihnen den Heiligen Geist sein, und der wird immer mit ihnen sein. Wogegen wir will Gemeinschaft haben mit uns. Er will haben, das soll Trägergestalt werden. Das wird zu verbrechen wird, das kam das brachte Trä. All die Fluche, die sind in unser Leben non gekommen. Das kam das will, das war ein Trägestalt, damit wir können leben, voll ab. Und Jesus verspricht uns, Leben voll ab. Er verspricht uns dort. Er sagt, Jesus wird geboren, und dem waren sie Namen Immanuel, Gott mit uns. Gott mit uns. Wo immer wir uns von der befinden, so wie uns denken, Gott ist mit uns. Gott hat das Versprechen, Gott ist mit mir und mit dir. Vielleicht sind uns mal Gedanken von Armut. Dann können wir uns denken, Gott, der ist mit uns. Wenn die Gedanken sind von, mein Leben hält vielleicht nicht viel an, und denken, Gott hat mich gemerkt, hat mich einen Zweig gemerkt, woran ich leben da, und so ich kann weiten, Gott ist mit mir, hat einen Plan für mein Leben, so ich brauche nicht an denken, dass es nicht was wird als mein Leben, wegen er hat das gewählt und hat mein Leben gegeben, so wir sollen am Anerkennung geben, wegen er ist mit uns. Er ist mit uns an all diese Wege, wo wir gehen da. Und so wir können am Loben und Preisen in dieser Weihnachtszeit, und immer können wir am Preisen, Gott, der ist mit mir. Wenn mir nach meinem Tritt weiter, Gott ist mit mir. Wenn mir meine Teuen weiter nicht, Gott ist mit mir. Wenn mein Kopf weiter und ich habe vielleicht Migräne, Gott ist danach mit mir. Er verspricht danach mit mir zu sein. Wie kann sein, das ist ein geratenes Bild, als bloß da, wo wir einmal durchgehen. Du bist ein Gott, der ist mit mir. Und das Gott, der ist nicht mal bloß erst ein Gott. Er ist der allmächtige Gott und er ist der lebende Gott und der ist mit uns. Er ist mit uns. Er ist lebendig. Sieh, der ist nicht jemand, was wir uns gebüht haben. Der ist jemand, Gott ist ein Gott und er hat uns gemerkt, dass wir am Anbeten da. Er hat uns gemerkt, dass wir so für arm leben. Er merkt uns, dass wir können mit am taub sein. Das wird wir gesagt, Gott mit uns. Er will in unsere Mäden sein. Wo immer wir sind, was immer wir tun, du willst in unsere Mäden sein. Als ich nicht in der Stadt vor, oder als ich mit meinen Freunden vertellen, Gott will immer mit uns sein. Als ich probiere eine Entscheidung zu machen für mein nächstes Jahresleben, Gott will du mit mir sein. Und er will mich leiden, er will mich führen. Er will mit uns sein und er ist mit uns. Und er lehrt nur, dass wir bis wollen die Dinge aufmerken, dass er kann mit uns taub sein. Offenbarung 3, Vers 20 sagt, er klappt wieder die an. Und er lehrt, dass wir am wollen nachschauen.
Das sagt er nicht zu den Weltmenschen, das sagt er zu den Kindern Gottes, sagt er. Klappt wieder dir, was meint er? Er will mit uns taub Gemeinschaft haben. Er will mit uns taub, weil er uns leben, weil er uns auch wieder leben durch. Und in einer taub, das Leben durchgehen. Und er wird geirrt worden dadurch. Das ist, wo wir. Viele Mal in diesen Tiden, dann, wenn wir denken, dann, er kann uns raten von der Sinn, er kann uns raten von unseren Krankheiten und so weiter. Wir vergessen sehr viel Mal, was er in Jakobus 5, Vers 14 und du wieder sagst. Ich wollte nicht lesen, aber du sagst, dass wenn wir Trouble haben und ihren anderen nicht, wenn uns Dinge wehtun und so weiter, dann soll wir einer für den anderen beten. Sagt, wenn jemand krank ist, dann sollen sie der Älteste nicht kriegen und die sollen für ihn beten. Und wenn in der Glauben, der wird den Kranken abheben, und ihre Sinnen werden ihnen vergeben worden. Wenn wir Sinn getan haben. Krieg so, Jesus hat hat die Sinnen vergeben und hat entheilt. Hier in Jakobus, du sagst, dass wenn sie wollen für den Kranken beten, dann wird er geheilt worden, und in seine Sinnen werden vergeben worden. Er nimmt das Ding taub. Und ich glaube, zu wenig mal, weil wir dort vielleicht tauschen oder sagen, hey, mir fehlt vielleicht ein Gebet. Mir fehlt vielleicht eine Salbung oder was immer. Er sagt, kriegt der Älteste an und die wollen für ihn beten, die wollen ihn salben und die wollen gesund werden. Aber das braucht, dass wir glauben. Und das muss wir hier in unserem Hort wir glauben, dass das wird passieren. Und er sagt, wenn wir glauben, dann wird das passieren. Du musst eine Erwartung sein von den Kindern Gottes. Aber du erst zu sagen, dass wir nicht mehr eine Erwartung leben von Gott. Aber immer wahr, wenn wir taub kommen, dann erwarte ich, dass Gott zu uns reden wird. Und er wird einer den anderen wird Mut geben, er wird Kraft geben und er wird uns Freudigkeit geben, vorwärts zu gehen. Und nicht abzugeben in unser Leben, aber zu sein, dass Gott hat versprochen, er wird immer mit uns sein. Und er wird uns raten von unseren Sinnen, er wird uns raten von unseren Krankheiten, wegen er hat das versprochen. Er sagt, bekannt einer den anderen jene Sünden, dass ihr frei und gesund wird. Unsere Weide, unsere Dinge, wo wir uns mal durchgehen, er sagt, dort euren anderen mit, dass ihr kann gesund werden. Einmal dann fehlt es, dass wir uns bis in anderen mitteilen. Dann fängt uns Gott an leichter zu werden. Und es fehlt uns ein Freund, wo wir können die Dinge mitteilen. Weil einmal haben wir natürlich Angst, oder wir haben nicht das Vertrauen, dass der Nächste Wort das für sich hält. Nicht? Sie das erst nicht, dass wir mit diesen Dingen rangehen und wir plädieren damit, aber das erst, dass wir besorgt sind an der Person und wir senden für die Person, wir horchen und der Mensch konnte dadurch geholfen werden und wir können den Nächsten vielleicht zum Segen sein, wir können den Rot geben und so weiter. Und dort für wen, wie er sagt, das Gebet von einem, was du glaubst, das merkt viel Leute, wenn das ernstlich ist. Wenn wir ernstlich beten, dann merkt das, was ist. Wir haben das Versprechen, dass das Wort einen Unterschied macht. Wir haben das Versprechen, dass heute wird immer mit uns sein. Wir haben das Versprechen, dass heute wird kommen und heute wird uns die Dinge umändern, heute wird Situationen in unser Leben rumdrehen. Und wir sagen uns erst, dass Leute, dass heute wird die Dinge, die wird herumdrehen zum Guten. Wir lesen manchmal Römer 8, Vers 28, sagt, well, all day, die haben schlechte Dinge erfahren, aber wenn wir Gott vertrauen, dann wird er nach den Dingen herumdrehen, zu was Gutes. Ein Freund sagt mal zu mir, ist das. Er ist von der ersten Tag, ein Pastor, und er sagt, als er mal wieder auf einer Stelle gewesen, er sagt, doch, wenn er es können, und das ist eine Position, wo er wieder gewesen, wo er gearbeitet hat, und er sagt, doch, wenn er das bloß können übernehmen, dann wird das sein, das Beste, was er wird ever sich wünschen an seinem Leben. Aber die Dinge haben nichts dort gearbeitet. Sagt er, nicht hier in Jahr Luther, würde ich keinmal nicht glauben, dass das der Beste steht sein für mich. Du, wo ich von dir aus sagt er, als der Beste steht für mein Leben. Wenn ich habe Gott gesagt und habe mich irgendwo heilgelegt, und von dir glaube ich, du wirst nie sein, als der Beste steht von Gott. So Gott hat immer weiter, er hat Pläne für mich und für dich. Und so, wenn wir nicht abgeben, wenn ich heute sage, ich sei mit dir. Wenn wir nicht zweifeln, und wenn heute sage, ich will die halten, ich will mit dir sein. Wenn es heute hält, sein Versprechen. Hij houdt het. Zijn woord is immer vast,
und dort bleibt stehen. Er zweifelt nicht, er ändert nicht, er ist nach derselben gestern von dir und für immer, als heute selbst ja Gott. Und so du wie ich habe wie am Loben und Preisen, wegen er wird nicht mal ein anderes denken, als was er von dir gedacht hat. Er wird nicht mal ein anderer Gedanken haben von dir, als was er von dir hat. Er hat von dir Gedanken von Gott und morgen wird er Gedanken haben von Gott über mein Leben. Und er will die von dir segnen und er will die morgen segnen. Er will morgen mit dir sein, so als er von dir mit dir ist. Er will immer mit uns sein, in all unsere Wege. Er hat gute Pläne für uns. So was wollen wir dann tun? Dann werden wir dort glauben, dann werden wir dort leben, wenn Jesus kommt, uns zu raten. Und je wieder wir leben, und je mehr Erkenntnis wir kriegen, je doller sozusagen, dass wir Gemeinschaft haben mit Gott, je mehr wollen wir gerat. Je doller wollen wir frei, nicht so? Je mehr wir Erkenntnis haben von ihm, wollen wir frei. Und, wie soll ich sagen, unsere Seligkeit, der ist nicht, dass wir da nicht, der haben wir von dir. Aber morgen, dann wollen wir vielleicht früher und früher in uns geistliches Leben, oder? Wir sind nicht mehr so gebunden an der Religion. Wir wollen früher und früher. Wir sind da geraten morgen aus von dir. Dort hört sich vielleicht so, das kann ich nicht ganz verstehen. Aber wenn ihr meine Gedanken wollen, kann reich verstehen, was ich probiere zu sein, dann wollt ihr, was das dort ist. Wir können immer früher und früher leben. Er hat alles betont. Wir sind alle geraten, weil wir leben für nach einer Sklaverei, aber er bringt uns zu einem freien Leben. Und je mehr wir Gemeinschaft haben mit ihm, je mehr leben wir frei. Je daler gehen wir. Und wir können ihm loben und ihm preisen, wir können ihm alle ihr geben. Und wir geben ihm alle ihr, wegen er ist der Radar für unser Leben. So werden wir nicht abgeben, wenn wir diese Weihnachtszeit daran denken. Und wenn wir zurückkommen, wenn wir dort bekannt einer zu den anderen, und wenn wir wo ein Freund sein, ist vielleicht einsam, dann werden wir gehen, werden wir sagen, hey, Gott ist da noch mit dir. Gott ist mit dir. Wo immer du bist von dir, Gott ist mit dir. Vertrau ihm und er wird dir halt mit dieser Situation rauskommen, wenn du in einer Schwierigkeit bist. Und wenn du in einer guten Zeit bist, er ist krank, so geht du auch mit uns. Er ist mit uns in der schlechten und in der guten Zeit. Wenn du von dir deine Zeit ist, wo dir ein von der schönsten Jahre im Leben, dann lohnt dir das und dann preis Gott für die gute Zeit, wo du von dir bist. Und ich glaube, viele sind in einer guten Zeit bin. Wenn wir einmal an die Kirche sagen, du bist nicht, oh, hier und du hast was Schlechtes, dann sagen wir nicht das Gute. Du hast viel Gutes, Raum ans Raum. Und wir können viel Dankbarkeit beweisen, wenn wir haben das noch sehr gut. Wir haben das sehr gut, gegen viele Menschen dort haben. So werden wir Gott ihr geben. Und wenn wir die Rat, was wir gekriegt haben, werden wir unseren Nächsten mitteilen, wegen Jesus ist der Radar und Gott, der ist mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir von dir zum Morgen, dass du bist gekommen aus dem Sehen auf dieser Welt. Jesus, die kommst und die bekommst ans Radar. Die kommst rauf vom Thron und die kommst aus einem kleinen Kind, aber die warst ab und wir stark. Und die wirst so stark, dass die wirst wollen, dein Leben zu geben für uns. Wir von dir geben die Anerkennung. Wir geben die ihr, dass du ans Radar bist. Wir danken dir, dass du ans Radar bist und wir danken dir, dass du mit uns bist in all unsere Wege von unser Leben. Und ich bete von dir, für jede Person, ob du hier in dieser Stuhl ist oder aus der Sachspur ist. Ich bete, dass wenn die durch schwierige Zeiten gehen, ich bete, dass die würden die erfahren. Und ich bete, dass wird ihr Gedanken kommen, dass die bist mit ihnen in all ihre Zeiten. Halb uns von dir zu verstehen, dass du bist der Gott, der uns segnen wird. Du bist der Gott, der für uns versorgen wird. Du bist der Gott, der an den Menschen Raum gibt. Du bist der, was an unser Meer ist. Wir geben die Ehre dafür. In den Namen Jesus. Amen. Danke für das Wort. Der Christian haben wir mal abstehen. Give
schon für Rückkommen. Mag Gott sehr mit gehen, dass sie von hier gehen, und so waren sie hier Glock 5.